Ich habe mal wieder eine ungewöhnliche Märklin-Lokomotive im Internet ausfindig gemacht. Eine Baureihe 103 bzw. angeblich eine Märklin 3054. In dieser Lackierungsvariante zumindest für mich vollkommen unbekannt. Ich habe diese Lokomotive in der Ausführung zumindest bei Märklin bisher noch nirgends gesehen und damit war natürlich meine Neugier geweckt. Hier ist die Annonce Märklin 3054 E-Lok der Baureihe 103 Wechselstrom analog. Das Ganze inklusive Versand ziemlich genau für 50 € und diese Abbildung fand ich dann schon mehr als ungewöhnlich. Die Artikelbeschreibung des Verkäufers: Es handelt sich um ein Sammlerstück, das viele Jahre in der Vitrine ausgestellt war. OVP wird mitgeliefert, optisch ist die Lok in einem guten Zustand, ohne erkennbare Beschädigung. Kein Funktionstest. Privatverkauf, klar, ohne Gewährleistung. Der Kein-Funktionstest hat mich jetzt bei diesen ungefähr 50 € jetzt nicht abgeschreckt. Denn selbst wenn die Lokomotive nicht gelaufen wäre, denke ich mir, mit 50 € wäre das kein allzu großer Verlust gewesen und man hätte garantiert noch was machen können. Und so kam die Lokomotive dann bei mir an, ausgepackt auf die Anlage gestellt und für mich das optisch Markanteste sind einfach die komplett geschlossenen silbernen Lüfterreihen von der Lackierung her und diese nach rechts und links auslaufenden silbernen Dreiecke, die ich bis jetzt zumindest einer Märklin-Lokomotive noch nicht gesehen habe. Ein mir vollkommen unbekanntes Farbschema. Die Lokomotive wurde geliefert in der Originalverpackung von einer 3054 und es war sogar die Originalbedienungsanleitung dabei. Und laut der Datumsmarkierung sollte die Packung von 5/1971 stammen. Ich bin dann hingegangen, habe erstmal das Gehäuse abgenommen, weil meine Idee war, dass wir hier eventuell ein Märklin-Fahrgestell haben und oben aufgesetzt dann ein anderes Gehäuse, anderer Hersteller oder ähnliches. Und das Ganze sieht nachher auch wirklich aus wie ein ganz normales Märklin-Fahrgestell einer 3054. Das Ganze dann nochmal von hier schräg oben fotografiert, da kann man das ein bisschen besser erkennen. Und hier auf der rechten Seite dann die Elektronik, die mir jetzt persönlich nicht bekannt ist, da meine älteren Lokomotiven entweder die alten Umschalter drin haben oder sie dann schon auf digital umgerüstet sind. Aber laut dieser Beschriftung hier auf dieser Seite müsste es sich eigentlich um Original Märklin-Bauteile handeln. Und dann hier für mich auch eine Neuerung, und zwar haben wir hier ein durchsichtiges Motorschild. Das kannte ich bis jetzt auch nicht, denn bei meinen älteren Lokomotiven sind die Motorschilder dann entweder grau oder schwarz und man kann auf jeden Fall nicht durchschauen. Auf den ersten Blick ist mir das gar nicht aufgefallen, aber wenn man hier die Lokomotive ein bisschen schiebt, dann könnt ihr sehen, dass man da wirklich durchschauen kann. Und die Lokomotive dann hier nochmal von unten, laut Beschreibung soll es ja ein Vitrinenmodell sein und da muss ich sagen, bis auf minimalste Abnutzung am Schleifer sieht die Lokomotive wirklich aus, als wenn sie so gut wie nicht bewegt worden ist. Und hier die Lokomotive dann nochmal von der Seite und man kann dann bei ganz genauem Hinsehen erkennen, dass diese Betriebsnummer 103-109-5 hier nachträglich aus kleinen Klebezahlen aufgeklebt wurde. Und an den Stirnseiten ist das Gleiche passiert. Hier hat jemand also dann auch die Betriebsnummern einfach überklebt. An den Stirnseiten ist es etwas auffälliger, da ist es, glaube ich, nicht ganz so gut gelungen, aber wenn die Lokomotive auf der Anlage steht und fährt, dann ist das überhaupt nicht zu erkennen. Und hier habe ich meine 3 Lokomotiven dann nochmal zum Vergleich übereinander gesetzt. Unten die 3053, sozusagen die Ur-103 von Märklin. In der Mitte die normale 3054 und oben dann die neue Lokomotive mit dem bis jetzt mir völlig unbekannten Farbschema. Und hier habe ich dann links nochmal die normale 3054 und auf der rechten Seite meine Neuerwerbung. Und die markantesten Punkte sind hier wohl oben der Stromabnehmer. Dann sind die Isolatoren alle in braun gehalten. Die Führerstandsnummer ist sozusagen oben zwischen dem Seitenfenster und der Tür. Der rote Zierstreifen, der vorne um die Stirn geht, ist über die Tür hin verlängert. Und mit am markantesten ist bei der Ausführung dann, dass hier die Zwischenräume zwischen den Belüftungsgittern auch in Silber gehalten sind und dieses nach vorne auslaufende silberne Dreieck. Ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach einmal dieser Betriebsnummer, die 103-109-5 und das einzige Modell, was ich auf Anhieb gefunden habe, ist eine Drix-Lokomotive, eine 32779, wohl aus dem Jahre 2013 und das ist die einzige Lokomotive, die ich, wie gesagt, jetzt gefunden habe, die dieses Farbschema mit diesen silbernen Dreiecken
überhaupt auf der Seite trägt. Meine Idee war dann, vielleicht passt dieses Trix-Gehäuse dann sozusagen auf dieses ursprüngliche Märklin 3054er Fahrgestell. Was mich dann allerdings in der Beschreibung der Trix-Lokomotive so ein bisschen stutzig gemacht hat, war dieser Satz hier oben: Fahrgestell und Aufbau aus Metalldruckguss. Und da ich meine Lokomotive ja schon geöffnet hatte, war das Gehäuse, was ich abgenommen hatte, definitiv nicht aus Metalldruckguss, sondern das war ein ganz normales Kunststoffgehäuse, sodass hier irgendwas nicht stimmen kann. Ich habe mir dann die beiden Bilder mal nebeneinander gesetzt und als erstes fällt natürlich hier auf, dass wir eine etwas andere Farbgebung haben. Habe dann allerdings auch ein Modell gefunden, was von der Trix-Lokomotive aktuell bei eBay zum Verkauf steht, sodass dann hier die Farbgebung vielleicht nicht ganz so ausschlaggebend ist, weil wir je nach Foto da durchaus farbliche Veränderungen haben. Aber man kann dann bei genauerem Hinsehen ein paar Kleinigkeiten erkennen, die mit meiner Lokomotive jetzt hier nicht übereinstimmen. Und zum einen ist es so, dass diese Gehäusetrennung bei der Trix-Lokomotive hier aus 2 Streifen besteht. Und bei meiner Märklin-Lokomotive ist es definitiv nur ein schwarzer Streifen. Und auch, dass man hier unten dieser rote Zierstreifen, der sozusagen unter den Handläufen hier entlang geht, im Trix-Modell eigentlich durchgängig ist und bei meiner Märklin-Lokomotive ist er da komplett unterbrochen. Dann sind die silbernen Lüfter bei der Trix-Lokomotive etwas detaillierter, das heißt, die haben oben und unten relativ feine Nieten und die Trix-Lokomotive hat auch angesetzte Scheibenwischer, was bei meinem Modell jetzt auch nicht der Fall ist. Also habe ich mir mein Modell jetzt nochmal genauer angeschaut und habe sie nochmal mit meiner 3054 gegenübergestellt und dann kann man, wenn man sich das ganz genau anschaut, ein bisschen erkennen, dass dieser verlängerte rote Zierstreifen hier eine leichte Kante hat. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass hier ein 3054er Gehäuse wahrscheinlich genommen würde und jemand, wenn auch ziemlich gut, diesen roten Zierstreifen verlängert hat und diese Führerstandsbezeichnung Nummer 1 zwischen dem Fenster und der Tür hier oben wurde wohl nachträglich auch aufgeklebt und im unteren Bereich, wo wir hier bei der 3054 unsere Führerstandsbezeichnung bzw. Nummer hier im ganz unteren Bereich haben, kann man, wenn man sich das ganz genau anguckt, auf der rechten Seite bei der neuen Lokomotive auch erkennen, dass diese Bezeichnung vorhanden ist, dass der rote Streifen hier einfach diese Zahl überdeckt hat. Ich habe die beiden Lokmodelle dann hier nochmal von oben, um die Dachaufbauten zu vergleichen. Und im hinteren Bereich die ältere, normale 3054 und vorne das neue Modell. Und dann kann man sehen, dass dieser Dachaufbau hier wirklich exakt gleich ist und dass es sich mit größter Wahrscheinlichkeit also um eine ursprüngliche 3054 handelt, wo sich jemand richtig Mühe gemacht hat, sie in diese andere Farbvariante umzugestalten mit der Verlängerung unten von dem roten Zierstreifen im oberen Bereich. Dann die Führerstandsnummern angebracht, das Silber wahrscheinlich überlackiert über die Lüfter mit den seitlichen Dreiecken. Oben wurden wohl neue Pantographen aufgebracht und die Isolatoren alle in braun eingefärbt. Und so hat hier jemand wohl mit relativ geringem Aufwand sich eine Modellvariante geschaffen, die meiner Ansicht nach so von Märklin bis jetzt nicht auf den Markt gekommen ist. Und es handelt sich hier nicht um einen Mehrtrix sozusagen, ein Fahrgestell von Märklin und ein Gehäuse von Trix, so wie ich am Anfang vermutet habe. Unter der Betriebsnummer 103-109-5 unter Märklin findet man dann übrigens eine Lokomotive und zwar eine 3357, gebaut wohl von 1991 bis 1994. Das ist wohl die 4. Variante gewesen, die von dieser Lokomotive von Märklin auf den Markt kam. Und diese trägt dann tatsächlich diese Betriebsnummer, die identisch ist mit dem Trix-Modell. Warum diese Lokomotive dann allerdings vom Farbschema und so weiter jetzt hier komplett abweicht, kann ich euch leider nicht sagen. Das konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht herausfinden. Mich würde jetzt interessieren, hat jemand von euch schon mal diese Farbvariante irgendwo bei den alten Märklin-Lokomotiven gesehen? Ist mir hier irgendwas durch die Lappen gegangen? Habe ich was übersehen? Oder handelt es sich hier wirklich um ein einziges oder ein einmaliges Einzelstück, was ich hier erwischt habe? Und was mich noch interessieren würde, der Karton, wie gesagt, von 1971, ist das wirklich der passende Karton zu der Lokomotive? Denn dieses Innenleben der Lokomotive ist mir bis jetzt auch unbekannt. Diese Elektronik, die wohl von Märklin zu stammen scheint,
Auch dieses Motorschild, was durchsichtig ist, habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen. Oder ist das eventuell sogar eine jüngere Lokomotive, die einfach hier in einer alten Schachtel gelandet ist? Wenn hier jemand mehr weiß, dann wäre es schön, wenn man es in die Kommentare schreibt. Das wird mich wirklich interessieren. Aber egal, was da jetzt bei herauskommt, ich bin eigentlich jetzt ganz happy mit diesem Modell, zumal ich das Gefühl habe, von der Optik her ist das relativ professionell und gut ausgeführt und eine schöne Ergänzung zu meinen anderen beiden älteren 103er Lokomotiven von Märklin. Ich bin froh, dass ich dieses Ding vor allem für die 50 € bekommen habe. Da konnte man jetzt wirklich nicht allzu viel falsch machen. Wenn ihr mehr dazu wisst, dann teilt es mir gerne mit. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis bald.